Ich schwör's dir, mach das bitte so. Genau so. Du zeigst alle Momente im Shop und genau dann, so wo das hier beginnt oder da im Shop so langsam zu Feierabend, machst du Switch und machst genau das rein, was ich jetzt sage. Kamera! Drip Level 14.000 würde ich sagen. Schrecky, was geht, alle? So, was geht hier eigentlich ab, Leute? Ich hoffe, ihr habt unser letztes Video alle gesehen und gekaltet. Der Zeitungsbericht von der FAZ kommt hervorragend an. Der Post gestern über unsere Rookie-Class, über die Akademie, die wir öffnen Ende des Jahres, kam hervorragend an. Und heute kommt unsere hauseigene Pomade. Und dann haben wir was Interessantes gesehen. Heißt Feminismus. Oder hieß so die Folge. Weißt du, worum es ging? Nur um Geld. Eigentlich ging es in der ganzen Geschichte, in dieser ganzen 23 Minuten nur um Geld, dass Frauen weniger Geld verdienen. Das verstehe ich auch. Ist alles zu radikal. Weißt warum wegen Geld? Was war da? Weil die Frauen einfach es geht ja immer nur Amerika, es ist nur Amerika, es ist ja nicht Europa. Ja, es ist ja immer nur Amerika und dann zeigen die mal ein Beispiel, wie die Frauen in Amerika verdienen. Und wenn die Männer $1 verdienen, verdienen die Frauen nur 60 Cent oder, ja, 60 Cent. Und es ist gestiegen und dabei haben die gleiche Arbeit gemacht. Aber man darf auch nicht vergessen, dass viele Frauen das früher gar nicht wollten. Die sagen, nein, Alter, mir gefällt mein Leben. Warum soll ich im Stahlwerk arbeiten oder warum soll ich schwere Sachen tragen? Und das haben die auch interviewt, aber halt extra ganz wenig, nur damit sie mehr auf diesen Feminismus eingehen, ja. Und ich verstehe auch, dass viele Frauen sich auch aufregen und ausrasten, aber dieses so radikal, Alter. Und das Problem ist halt, die haben alle auch so beschissene Männer kennengelernt, Alter. Ich schwör's dir, Alter. Hättest du mal einen coolen Mann, ja, einfach einen Mann, der dich supporten will und Bock hat, mit dir was zu machen oder der dich, keine Ahnung, Alter, dieser ganze Hass kommt, ist nur Männerhass, Alter. Und du hast halt damals so Wichser gehabt, die einfach ihre Macht ausgenutzt haben, genauso wie heute. Nur heute ist es durch die Globalisierung, Internet viel einfacher geworden, eine Stimme zu bekommen als Frau. Aber im Endeffekt sind die meisten halt immer nur an so Wichser geraten, Alter. Und das verstehe ich auch, warum die Frauen so ausrasten. Aber das so radikal zu machen und Männer zu hassen und dann unseren Laden so zu kritisieren, bla bla bla. Hä? Also ich gehe am Wochenende wahrscheinlich mit ein paar Homies gehe ich rudern. Was hat er eben gesagt da drin? Weilburg. Ich habe gerade nicht so ganz verstanden, was ihr gesagt habt. Das ist mein Homie, okay, auf hier irgendwie Feuer ins Wasser zu bringen. Was? Ich fühle mich wie mein Vater mit den Schuhen, Alter. Finde ich voll geil. Was sind das für Schuhe? Aber ganz ehrlich, die sehen aus wie so 10-Euro-Tritte, die kosten 400 Euro, Alter. Von daher wollte ich mal nochmal gesagt haben. Ich habe nur 100 bezahlt, aber die haben mal 400 Euro gekostet. Ja, Mann, Alter, Handmade aus Italien, wollt ihr mich verarschen oder was? Digga, das ist kein Scheiß, Alter. Hier. Du trägst Jogginghose und feine Schuhe? Ja, natürlich, Alter. Junge, bist du ein OG, Alter. Weißt du, was das heißt überhaupt? Jogginghose und feine Schuhe tragen zu können. Nicht jeder Ferrari-Fahrer kann auch einen Opel Corsa fahren. Und nicht jeder Corsa-Fahrer kann Ferrari fahren. Ja. Nein, meine Hose ist bei Murat. Dauert noch ein bisschen. Aber ich habe gesagt, ich komme heute mal in Jogginghose und Dings. Ich habe leider meine andere nicht gefunden. Die sieht ein bisschen cooler aus. Klassischer von Sergio. Das ist natürlich, du brauchst nicht viel reden, Alter. Da ziehst du Sergio an, Alter. Tacchini. Nix für Bambini. Jetzt mal haben wir ein Sample gemacht im Video, oder? Ja, was hast du für einen Barttipp wieder heute? Ein Barttipp. Habt ihr nicht gesehen, was ich gemacht habe? Guck mal hier. Runtergetrimmt an den Seiten auf 0,5. Wahl Outliner 0,5. Und Oberlippenbart habe ich mit Babyliss auf 2, 1,8 mm gemacht. Kommt doch irgendwann besser an. Das passt dann so mit meiner, was auch immer. Der eine sagt, bist du Nazi, der andere sagt, bist du irgend so ein englischer Spasti. Der andere sagt, Peaky Blinders für Arme. Ich weiß es auch nicht. Sag doch mal einfach Niki Dick. Ja. Das ist halt. Was war die Frage? Also ich würde auf jeden Fall raten jetzt im Sommer, ja, ich hab Bock auf diese Freshness. Ich habe jetzt wieder gehabt, so 3 Tage, 2 Wochen Bart. Ich krieg's nicht hin. Ich will mal gerne so lang wachsen lassen wie der Alex wieder. Ich krieg's einfach nicht hin. Ich krieg's nicht hin. Muss schön frei, schön weg, schön sauber. Ich könnte mich heute schon wieder rasieren. Ja, wir haben auch so ein Rasierutensilien haben wir gesampelt vorbeibekommen. Ach, scheiße. Nein, auf jeden Fall haben wir so Produkte zum Rasieren da. Und ich werde mich nachher vielleicht mit dem Hobel. Jetzt heute ist ja die Kamera da, dann lohnt es sich auch wenigstens wieder. Ja, jetzt gibt's keine schöne Creme. Das ist ja auch kein Kaffee Crema, sondern Amerikaner. Aber bei Espresso gibt's keine Creme oder was? Nein, nein. Nein, nein. Das ist Schaum.
Kannst du morgen ein bisschen früher kommen? Ich? Na, hast du gestern Joe gesagt? Kannst du ein bisschen früher kommen? Ey, vielleicht hat es nicht geschafft, gell, an den Bullen vorbeizukommen. Falls irgendeiner weiß, was heute in Bockenheim los war, so eine Polizeipräsenz habe ich noch nie in meinem Leben gesehen. Bitte den Shop anrufen und informieren. Ich schwör's dir, an jeder Ecke. Stell dir vor, du gehst jetzt hier durch die Straße. Auf die Straße, siehst Polizei. Du gehst über die Straße, siehst wieder Polizei. Dann willst du fliehen, gehst um die Kurve, wieder Polizei. Ich so, okay, läufst um die Ecke, dann steht 3 Polizeiautos, alle full. Umso länger und öfters man mich sieht, umso mehr Klicks generieren wir. Und dann werden wir Clickbites und Chickdice und Rickdice und dann werde ich Millionär. Rick James. Weil das Gute ist, an Videos, ja, man muss einfach nur zählen, die Minuten und einfach angucken, wie oft das Gesicht drin vorkommt. Und dann weiß man ja, wer das meiste bekommt, nachdem der geschnitten hat. Kommt her, meine afghanischen antikommunistischen Freiheitskämpfer. Wie geht's euch? Oris! Balle! Hey Oris, komm her. Komm, wir machen das für die Kamera. Wir drücken uns. Wir tun so, als wären wir Freunde. Guck. Was? Oris! Habt ihr gesehen, wie lieb ich zu Kindern bin? Was geht? Ist klar? Digga. Mein bester Freund. Ja, mein bester Freund. Überhaupt. Ja? Okay. Achso, übrigens, ey, bevor wir. Diese Brille ist vom Vio. Wir werden es von. Ja, was ist denn los mit dir? Also. Hey, komm her. Mach dir eine Videoparty. Komm her, wie geht's dir? Gut. Alles drauf? Ja. Wie geht's dir? Alles gut? Neues Spiel. Welches denn? Disziplinauswahl Tokio 2020. Aha. Das ist Playstation, gell? Nein. Sondern? Ist doch eine Playstation, oder? Warte, schau. Wie heißt denn das? Oh, Mario und Sonic. Bei den Olympischen Spielen. Geil, let's dahin Spiel. Hey. Hey, Hey. hey, Hey. hey, hey, hey. Magst du mal zuschauen? Ja klar, komm. Ich bin der Beste. Du bist der Beste? Ja. Sag mal her, was du kannst. Niemand besiegt mich. Jeder besiegt dich. Nein, niemand. Ach, niemand besiegt dich. Nein, Ach, nein, nein. tschüss. Warum gehst du schon wieder? Willst du mal was- Kein Frühstück. Ich hab gar nichts gegessen. Du musst essen. Nein. Schnell, beeil dich. Alles das Spielzeug hier. Kein Frühstück. Auf jeden Fall mache ich einen Shoutout zu Vio. Die haben uns nämlich mit Brillen gesponsert. Falls jemanden kennt, der sagt, ey, die Jungs müssen mal mit irgendwas sponsern oder ausstatten, weil unser Ein Tag im Shop so eine geile Reichweite hat, kommt doch vorbei und schenkt uns was. Ich wollte die Brille haben wie Brad Pitt bei Once Upon a Time in Hollywood, so eine Stil, so eine 70er Brille. Und dann hat die gesagt, ey, wir haben da so eine, und dann habe ich die geholt. Also, einmal gekauft und einmal gesponsert bekommen. Ich habe nicht mehr zu sagen. Eigentlich hätte ich so viel zu sagen gehabt wieder. Ich überlege ja immer, was ich so sage und bla und dann, wenn die Kamera da ist, dann vergesse ich immer alles. Das habe ich schon mal gesagt. Was haltet ihr denn von unserer Akademie? Also jeder kann sich bewerben. Wann geht's denn los? Ja, Ende des Jahres. Wir gucken mal wegen Corona, weil die abfucken, weißt du. Aber jeder kann sich eigentlich bewerben. Wir machen ein Interview, genau. Stimmt, ist ja auch auf unserer Broschüre drauf, dass wir jeden Interessenten einladen zum Interview und gucken, ob das auch was für ihn ist. Und nicht, dass er denkt, das ist hier Hype und dieses ganze Online-Barbering. So versuchen wir eine Welle zu schieben, bevor wir nur rumpöbeln und so. Ah, Onkel! Oh, macht ein Foto? Oder macht die, Video. Ah. Du hast Bart wachsen lassen? Ja. Sieht gut aus. Ah. Sieht gut aus. Danke. Ja, gut. Schön. Siehst du, machst du so viel, ja? So wie ich, ja? Geil. Alter, ciao. Alter. Wir laden jeden ein zum Interview und gucken halt, ob das für den passt und ob er schon Haare schneiden kann und wenn er Haare schneiden kann. Ja, ist es nur für Seit- Leute erstmal, die schon Haare schneiden? Ja, erstmal schon. Das ist nicht so einfach, immer jemanden auszubilden, verstehst du? Man sieht ja, was passiert, wenn man schlecht ausgebildet ist. Und ja, mir liegt es einfach ganz am Herzen, dass die Menschen, die Handwerk ausüben wollen, das richtig lernen, verstehst du? Und deswegen laden wir erstmal Leute ein und machen erstmal so Workshops, das heißt wir gucken mal, ob so, weißt, es gibt bestimmt so viele Friseure, die so leben so Umland von Frankfurt und haben viele Männer, weißt du, und sagen, ey, wir wollen ein bisschen mehr so
Barbering-Skills haben, das heißt, wie mache ich einen guten Fade, wie mache ich die Haare, schneide ich die Haare um richtig, weißt du? Wie connecte ich alles, wie passt das am Ende zusammen, bevor ich hier nur einen 6er, 9er und 10er und 12er nehme, Aufsatz. Das machen wir, dann machen wir natürlich auf jeden Fall einen Shave-Kurs, wie man rasiert richtig. Und wir werden natürlich auch einen Bartkurs anbieten, weil gibt ja keinen, der es richtig unterrichtet, verstehst du? Und das ist erstmal das Ziel. Morgen. 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 Wie geht's? Keine Kamera. Das sind meine Nachbarn, die coolsten. Wie das läuft mit den Barbieren oder Friseuren, die sich anmelden bei uns, und dann gucken wir, wie das läuft mit Leuten, die unbedingt Barbier werden wollen, aber nicht so viel Lust haben, eine 3-jährige Friseurlehre zu machen, weil das einfach, wir haben ja schon darüber geredet, das ist alles zu lang und zu wenig auf das Handwerk des Barbiers bezogen, und deswegen werden wir bestimmt viele Jugendliche haben, die sagen, ey komm, ich mach da mal mit. Das muss zu, hab ich gemerkt, ich schwör's dir. Ich schwöre es dir. Das Fenster offen, der Fall fliegt mir nach da. Du glaubst ja nicht dran. Aber ich bin ja Astrophysiker. Ich habe das berechnet. Ach so, wie. Was soll ich treffen? Ich müsste einfach mal ein Turnier spielen. Weißt du, wenn der Kampfgeist geweckt wird. Ich weiß gar nicht, wo Adrian diesen Übermut her hat. Oder Hochmut, Übermut. Hochmut, so denkt, er wäre hier der Profi. Wir machen gleich links, wir haben noch Suju mit ein. Ich wollte eigentlich die Dann grillst du uns was? nicht-muslimische Version machen. Was mit Schwein. Wir sind seit 3 Tagen am Suju. Was nicht da 2 Tage jetzt? Jeden Tag Suju mit Ei gemacht. Gucken wir gleich, was Mama Sretschko gezaubert hat. Mama Fretschko. Oh, geil. Was habe ich nochmal gegessen? Einen Kartoffel-Sellerie-Gratin. Kartoffel-Sellerie-Gratin mit irgendeinem Salat hier. Und so Radieschen mag ich ja, finde ich okay, aber das andere ist so, weiß nicht, was es sein soll. Und ich glaube, das ist ein veganer Pudding. Ja? Geiler Drip, gell, hier so. Außerdem ist das geil, Alter. Das ist voll der geile Style. Rafft keiner. Guck mal, ich komme ja schon so in der Gesellschaft nicht an, Alter. Da muss ich damals an Deichmann, können Sie bitte andere Hosen anziehen? Brauchst du ja andere Hosen? Ja, können Sie bitte das und das tragen? Oh no, Alter. Und das war für mich schon normal. So, jetzt bin ich hier am Flippen. Nein, okay. Ich glaube schon mal die Nummer neu. Sieht ein bisschen verranzt aus. Aber ich mag das so. Jetzt schwarz dickes wird auch geil kommen. Ja, dann hätte ich nichts gesagt. Also ich sage ja jetzt noch nichts dazu. Ja, aber das ist auch nur, weil ich keinen Bock habe, darüber zu gehen und eine Hose ohne Gürtel anzuziehen. Problem im Leben. Aber egal, wenn da so viele Sexy Fridays kommen und ab nächste Woche oder so, wenn ich einmal in der Wäscherei war, dann bin ich sowieso wieder jeden Tag am Flieg. Meine geilen Rosenhemden wieder auspacken. Achso, noch eine Sache, ganz kurz, Freunde YouTube, alle die zuhören, vielleicht sich überlegen, mal herzukommen. Wenn du als erwachsener und gestandener Mann es nicht raffst, Alter, ja? Ich will nicht sagen, dass ich hier irgendwie der anständigste Junge bin, ja, aber ein bisschen Anstand habe ich gelernt. Nicht raffst, in ein Geschäft reinzukommen und guten Tag zu sagen, nachdem man dir 3-mal oder 4-mal sogar guten Tag zugeworfen hat. Guten Tag, und du sagst, Termin, fragst nur. Guten Tag, Termin, guten Tag, kratz nur. Guten Tag, Bart. Sag doch einfach mal guten Tag, Alter. Nein, was sagen wir, kommt nicht hier hin. Kommt nicht hier hin. Ich könnte so kotzen, Alter. Ich guck mir diese TikTok-Videos an, Alter. Von diesen Chayas. Ja, guck sie doch nicht an. Doch, ich bin doch geil. Ja, aber die könnt ihr einfach nicht bewegen. So richtig ein Gigante tanzen irgendwo auf dem Dorffest, Alter. Verpiss dich, weil die können nicht tanzen, Alter. Da ist kein Groove, Alter. Nix. Kein Soul, Alter. Und dann machen die da irgendeine Savage-Challenge mit aus Amerika, die irgendwelche amerikanischen Kids erfunden haben, denen Tanzen in der Wiege gelegt worden ist. In die Wiege gelegt worden ist. Und dann kommt hier irgendwo so eine Hannelore, Alter. Irgendwo aus dem Kaff, Alter, und wir das Gleiche machen. Scheiße, Alter. Nichts gegen euch, aber es ist halt lustig, Alter. Aber ich bin dankbar, dass es euch gibt, weil dann kann ich wenigstens lachen. So, die Dickpics haben wir jetzt auch durch. TikTok-Schmucks haben wir auch durch. Erwachsene Männer, die nicht guten Tag sagen können, eventuell noch Kinder erziehen, haben wir auch durch. Da haben wir uns genug aufgeregt. Wir haben uns genug aufgeregt. Wir sollten einfach mal
Ja, wir sollten uns einfach mal alle lieben, Alter. Vielleicht einfach mal alle in den Arm nehmen. Komm gleich. Gehen wir gleich mal mit, ne? Einfach in den Arm nehmen. Aber was das Geile ist, da wir ja definitiv nächstes Jahr unsere eigene Barbier Academy eröffnen werden, ist es so geil, dann einfach mit kompetenten Leuten zu arbeiten, weil wir, die zu uns kommen, die müssen auch zu uns passen. Das merkst du ja direkt bei der Türöffnung, Alter, ob es passt oder nicht passt. Ja, und dann, Alter, mit solchen Leuten zu arbeiten und die dann hier am Ende des Tages rausgehen und auch wenn sie vom Handwerk vielleicht nicht so viel Kraft haben, die werden auf jeden Fall nie wieder irgendwo reinlaufen und nicht guten Tag sagen oder nicht sich aufmerksam oder irgendwo reintreten und die Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Kein wird das jemals wieder machen, wenn die hier rausgehen, 100%. Egal wo ich reingehe, ich schreie guten Tag, auch wenn manchmal Assi kommt, aber egal, ich bin da, hallo. Es ist ganz wichtig. Und was mir auch aufgefallen ist, okay, jetzt schreiben wir wieder ab, aber das mit der Barber Academy wollten wir sowieso nochmal separat in einem Talkshop dann verkünden. Deswegen brauchen wir gar nicht viel darüber reden, aber hat ja gerade gepasst. Egal in welchem Land, Alter, du ins Taxi einsteigst, der fragt dich bis zur Unterhose, was in deinem Leben abgeht, was du machst, wie es dir geht, was deine Eltern machen. Deutschland? Wo soll ich langfahren? Du bist doch Taxifahrer, wo soll ich langfahren? Rechte Weg, linke Weg. Ich dachte, wir haben uns genug aufgeregt. Ja, das hat mir mal gepasst, Alter. Das Geile ist ja, Menschen, ne, so wie wir, ja, ich will es immer wieder betonen, wir sind ja Statussymbole, auch wenn wir nackt sind, weil wir einfach so geil aussehen. Können ja machen, was sie wollen. Und wenn du so ein Mensch bist, dann brauchst du keine Uhr, und kein Auto und kein das und kein jenes. Nur eine geile Frau brauchst du an deiner Seite. Geile Frau. Das ist ja das Schwierigste an der Geile ganzen Geschichte. Frau, man darf dieses Wort geil nicht immer direkt in diesen sexistischen Bereich ziehen. Einfach eine geile, korrekte, starke, etablierte, ja, schöne Frau, Alter. Ich weiß nicht, Alter, es ist so schlimm bei mir. Ich bin heute so gut aufgewacht. Gestern gleiche gesoffen wie Montag, aber Montag auf Dienstag war schlimmer als gestern, weil der Körper sich dran gewöhnt jetzt. Normal aufgewacht, dann auch irgendwie den Anschluss verpasst. Weil heute Morgen so viele Bullen da waren in Bockenheim, habe ich bin einfach falsch gefahren. Und anstatt meine normale Route zu fahren, bin ich einen ganz anderen Weg gefahren. War einfach kein Bäcker auf dem Weg, Alter. Es war kein Bäcker auf dem Weg, Alter. Boah, krass, gell, was früher alles Luxus war, ist heute einfach normal, Alter. Und alles, was früher normal war, ist heute Luxus, Alter. Wie krass. Ja, Mann, krass. Das ist mein Spruch, ich weiß, ich habe den auch nirgendwo abgelesen, den Clown. Das ist mir einfach so auf meinen psychisch gestörten Kopf eingefallen. Der heutige Standard ist der damalige Luxus und der damalige Luxus der heutige Standard. Nein, der damalige Standard ist der heutige Luxus. Früher war Glas und Milch Standard. Heute kann ich gar keiner mehr leisten. Wer kann sich Glas und Milch leisten? Die kostet 1,99 oder so, der Uhren. Ja, auf jeden Fall sowas wie Kommunen, Alter. Leute sagen immer, guck mal, diese Hipster vegan. Ich kenne eine, die wohnt in der Kommune, Alter. Die laufen da zwar barfuß rum und essen nur Rohkost oder essen nichts mehr von Wo Tieren. gibt's das? In Berlin, in Waldgebieten und so. Alle Menschen, die da leben, haben auch einen festen Wohnsitz irgendwo. Erstens Wildzelten. Wildcampen kostet zwischen 5.000 und 25.000, bis zu 5.000 Euro, glaube ich. Ich will jetzt nicht übertreiben, Was? weil bis zu 5.000 Euro Strafe. Ich bin der Meinung, dass Deutschland das so macht. Erstens, wenn du in Deutschland was erlaubst, macht das jeder. Wenn du was verbietest und dafür Plätze darstellst, weil Deutschland hat, es gibt, glaube ich, kein Land, wo mehr Zeltplätze sind als in Deutschland. Oder Campingplätze. Dieses Grund, warum du nicht wild campen darfst, ist, weil die Menschen sich einfach nicht benehmen können, Alter. Die können sich nicht benehmen, lassen ihren scheiß Müll überliegen, Alter. Pissen und Kacken, okay, Pissen und Kacken ist, glaube ich, nicht schlimm. Aber dieser Müll, dieses Verbrennen von irgendwas, nachher sind wir im Naturschutzgebiet alle und der macht da Feuer, der Schmock alle. Fängt da einen Fisch, Alter, schmeißt den Fisch einfach dahin oder... Nein, Mann. Das hat schon auch seinen Grund, warum das ist. Ist auch gut so, weil es gibt genug Camps. Aber man muss da unterscheiden. Und es gibt auch anständige Menschen, die einfach mal vielleicht eine Nacht, Alter... Ich mach das ja regelmäßig, gell? Mich bockt das ja gar nicht. Ich breche ja jedes Gesetz. Für mich ist das kein Gesetz brechen, sondern es ist mein menschlicher, mein Wille, Alter. Ich bin hier geboren auf der Welt, so. Ich bin auch so wie die Pflanze oder Lebewesen. Ich kann hier machen, was ich will. Weißt du, was ich meine? Das ist für mich keine Straftat. Und ich hab's auch schon oft gemacht. Ich lasse dann halt da einfach kein Müll liegen, Alter. Und, dass ich da gewesen bin. Aber voll geil, Alter. Mit dem Fahrrad abends nieder zu fahren, irgendwo so einen kleinen Busch zu suchen, Zelt aufzubauen. Einfach dieses Wasser, Geräusche und so hören. Ich schwöre es dir, Beste, was es gibt, Alter. Ja, und das ist verboten. Angeln ist auch verboten, Alter, weil es gehört zur Wilderei. Ja. Das ist abgefuckt, Alter. Du darfst in Schweden, wenn du da im Wald fährst und deine Hütte ist,
ist es dein Recht, da reinzugehen und die Hütte im vollständigen Gange zu benutzen. Alles. Kannst machen, was du willst. Wie lange Alles. darfst du da drin bleiben? Wie lange? Ja. So lange, bis irgendein Nächster kommt. Und der dir vielleicht auf den Sack geht und du sagst, ich gehe zur nächsten Hütte. Das ist ganz normal, ne? Ohne Spaß. Ganz Skandinavien. Ich glaube, überall darfst du campen. Ich glaube, überall auf der Welt darfst du campen, angeln. Holland darfst du, glaube ich, auch nicht angeln. Holland ist auch so ein bisschen ähnlich wie Deutschland gestrickt. In manchen Gewissen aber ein bisschen lockerer einfach. Also wenn die dich erwischen, dann gibt es vielleicht mal so, Junge, verrückte Mongo oder so, geh mal nach Hause. Warte mal ab, Alter, wenn das irgendwann alles ans Licht kommt, der ganze chemische Müllgelaber und Alter, Italien hat so viel Müll gekauft, Alter. Die haben so viel Müll, Alter. Dann Leute fragen sich, wo ist die Mafia? Digga, das ist Mafia, Alter. Wo ist Mafia? Ich sehe Mafia nicht. Digga, der hat 50 Müllentsorgungsfirmen. Die Deutschen rufen an und sagen, hier Luigi, Trapattoni, kauf die Scheiße. Die kaufen, schmeißen weg, Alter. Verkaufen. Schmeißen den Müll einfach irgendwo. Keine Ahnung, hier schwimmen Menschen, Alter. 3 Meter weiter ist irgendwo, wo du gar nicht hinkommst mit dem Auto. Da schmeißen die einfach chemisch. Digga, Alter. Willst du mich verarschen? Alter, da ist so viel Dreck drin, Alter. So viel Dreck. Das ist schon deep. Und das sind so Sachen, Alter, man könnte jetzt so viele Sachen auspacken und darüber reden. Alter, die Welt ist am Arsch, Alter. Einfach sein eigenes Ding machen. Also, klar, es gibt so einen Spruch, wenn jeder an sich denkt, ist an jeden gedacht. Lachen. Nicht drüber nachdenken, nur lachen. Das ist ein Spruch, der ist realistisch, der ist logisch, aber nur lachen, nicht darüber nachdenken. Wenn jeder an sich denkt, halt's Maul, Junge, denk einfach, das ist ein lustiger Spruch. Aber sein eigenes Ding machen, auf dein Umfeld achten, weil dein Umfeld bist ja auch du im Endeffekt. Gesund leben, so leben, was für dich gesund heißt. Gar nicht einreden lassen, mach das, mach dies, hör damit auf. Weil wenn du wirklich ein Problem hast und das sollte dann nicht raffen, oder du es selber nicht raffst, dann hast du halt Pech gehabt. Du bist krank, früher, der war krank, okay, was machen wir jetzt? Der stirbt jetzt, okay, tschüss. So, heute gehst du zum Arzt, lässt dich behandeln, lässt ein Herz austauschen, Bein austauschen, das austauschen, da, kein Problem, spritzen, das, dies, jenes. Ich glaube, der Körper ist einfach, ich glaube, wir sind auch so gemanipulierte Missgeburten mittlerweile, kommt mir so vor, Alter. Ich schwör's dir. Ganz offen und ehrlich, das kann doch nicht wahr sein, Alter. Es kann nicht wahr sein, dass ich so und so viel meinem Körper Schlechtes antue und trotzdem gerade stehe. Vielleicht nicht scheiß im Gesicht aus, Alter, ab und zu. Und man sieht, ey, der hat nicht viel geschlafen oder der hat eine Woche jetzt durchgesoffen und so. Aber dann trotzdem noch stehen kann, arbeiten kann. Vielleicht meine Psyche dann nicht gut ist und das total abfuckt in meinem Kopf und so, ja. Aber trotzdem noch da bin, weißt du, was ich meine? Dass Menschen am Hauptbahnhof 20, 25 Jahre sich Heroin spritzen, Alter. Täglich in den Müllreimer reingreifen und leben noch. Egal, ob die versiffte Füße haben, versiffte Beine, offene Wunden, aber die leben noch. So, dann hast du 20-Jährige, die sind ja noch jünger als ich, ne? Dann sagst du, ich habe 5 Teile an einem Abend gefressen. 5 Teile existieren an einem Abend. Ich werde tot, alle. Verstehst du? Wie das immer krasser. Und dann hast du irgendwelche Menschen, Alter, die haben noch nie einen Schluck Alkohol getrunken, die trinken einen Schluck Alkohol. Im schlimmsten Fall sterben die. Oder du siehst einfach wirklich, was in einem reinen Körper, einem natürlichen Baba-Produkt, was für ein Gift dieser Alkohol eigentlich ist, Alter. Meine Schwester hat gesagt, die ist in Australien. In Australien gibt es diese Aborigines. Das ist das beste Produkt, was es gibt, Alter. Der hat reines Blut, Alter. Rein alles. Trinken Alkohol. Alter, die werden Monster. Die laufen durch die Straßen, die schreien rum. Wirklich, man hat Videos gezeigt. Alle krank. Ich trinke 10 Bier, ich gehe arbeiten, Alter. Willst du mich verarschen? Was ist hier los, Alter? Egal, Alter. Ganz offen, das ist ein scheiß Thema, aber man kann es sagen, weil es kommt darauf an, wie man damit umgeht. Und ich sage da nur eins, aber es gibt Menschen, die haben damals diesen scheiß Zweiten Weltkrieg überlebt, Alter. Die haben gehungert, Digga. Die sahen aus wie, da war nichts mehr dran gewesen, aus Rippen gesehen, Alter. Die sind 90 Jahre alt geworden. 90 fucking Jahre, Alter. Respekt, Digga. Respekt. Das ist, glaube ich, der Kopf. Der Kopf, der Wille. Der sagt dann, nee, das war's nicht. Das war's nicht hier, die Zeit da in diesem... Wir reden hier um YouTube und ich habe keinen Bock, dass irgendeiner was rausschneidet und das dann so bearbeitet. Deswegen erwähne ich das Wort nicht, aber jeder weiß, um was es geht. Gefangene, Kinder, das, dies, jenes. Die gibt's jetzt einfach nicht mehr, Alter. Die sind jetzt weg. Wie viele Unschuldige, Alter. Einfach weg. Die können gar nichts dafür, Alter. Genau wie die Menschen in Syrien, die können auch nichts dafür. Libyen können. Alle können nichts dafür. Africa, one love. Africa, brothers and sisters. One love for Africa. Dance like Africa. Feel like Africa. Spread like Africa. Everything is Africa. The richest and world famous continent is Africa. I love Africa. To all my African brothers and sisters, I love you. Yeah, and fuck all these other guys, die denken, die können uns platt machen. Frank!
Ich komme. Mal alles sagen. Was ist das für eine Brille? Ah, die kommt vom Bio. Sehr schick, sehr edel, sehr stabil. Woher kommt denn deine? Hä? Von irgendeiner billigen Marke, keine Ahnung. Habe ich vorhin schon gemacht, weil ich kann nicht schon wieder. Okay, okay. Also meine Brille ist von... Also meine Sehbrille ist auch von Vio. Ich gehe morgen meine Sonnenbrille auch von Vio abholen. Beste Brillen überhaupt. Sieht aus wie ein Joint, aber wir sind bewusst. Aber das ist doch ein Joint. Ja, aber CBD-Gras ist ja erlaubt. Ja. Papa, wenn du das siehst, ich bin kein Junkie. Nein, aber das ist CBD. Papa, wenn du das siehst, ich bin kein Junkie. Nur ein Junkie würde sowas nicht machen. Das ist das, das ist ein Rookie-Book. Wenn mir damals mein großer Bruder dieses Buch in die Hand gegeben hätte, wäre ich nicht wie ich heute bin. Dann wäre ich anständig und würde einfach gut Haare schneiden. Ich schneide gut Haare, aber ich bin unanständig. Deswegen, dieses Buch ist die Lösung für dein kaputtes Leben. Ja, eigentlich schon. Nimm es in die Hand und lese es. Also eigentlich ist es eine Broschüre, um Leute klarzumachen, dass wenn sie keine Perspektiven haben oder wenn sie nicht wissen, was sie machen sollen, im Laden sind und irgendwie nur einen Haarschnitt wollen und dann das Buch bekommen oder die Broschüre, das dann lesen und dann Bock haben darauf, bei unserer Schule mitzumachen. Eigentlich ist es ein Rookie-Book. Es geht darum, dass wir die Schule Ende des Jahres aufmachen. Es ist eine Broschüre und wenn du bis zum Ende schaffst, es zu lesen, danach solltest du vielleicht zu mir kommen und sagen, ey, ich habe Interesse daran. Also eigentlich wollen wir Leuten entgegenkommen, die sich nicht trauen, uns zu fragen, ey, könnt ihr mich ausbilden, pipapo, wie läuft's mit der Schule? So, die Aufregung nehmen. Das ist es. Und das hat Mr. Studio Hillbilly gemacht. Kalt. Kalt. Kommentieren, abonnieren, liken, teilen. Danke fürs Einschalten, Leute. Ey Leute, ganz ehrlich, der Alex Rötte, den richtig weg, ganz krass und so. Ja, wir gucken, wie er läuft, guck mal, wie er läuft. Er macht sein Bein raus und so. Kleiner Pick. Der ist Reschko. Ja, wurde polizeilich verhaftet. Ja, der ist Reschko. Tomislav. Tomislav ist ein Guantanamo. Toretto ist jetzt in der Friseurstellung und ist Jurymeister. Adrian. Ja, der Adrian ist jetzt, hat einen eigenen Kaffeeladen, ist jetzt Barista geworden. Du Bastard. Der Niki! Wer? Niki. Der ist am Hauptbahnhof. Ja, passt. Immer noch gleiche Straße. Ein Spruch, damit alles verstehen, was ich jetzt sagen wollte, gerade mit, wenn du im Wald lebst, bist du umgeben von dir selber. Und wenn du in der Großstadt lebst, dann bist du umgeben von, wenn diese ganzen Politiker und diese ganzen Virologen und Gesundheitsminister wollen, dass sie wirklich gesund sind und Masken tragen, warum wird denn immer noch Alkohol und Zigaretten verkauft? Verstehst du, was ich meine? Die Umgebung. Alkohol, Zigaretten, wenn Alkohol, Zigaretten kommen, kommt das, kommt dies, kommt jenes. Und deswegen glaube ich, wenn du in der Großstadt lebst, ist es einfach so.